Kurz bevor meine Reise nach Wellington losging, hat meine Bande noch ein Bild von meiner durchgeplanten Reise gemacht, die tatsächlich inspirierte, da auch sie das Problem mit dem überfüllten Neuseeland hatten. So, ich bin jetzt hier in Wellington angekommen. Was ich erst einmal faszinierend finde, ist ein Bahnhof. Das ist nämlich für Neuseeland sehr ungewöhnlich. Oder halt was Besonderes, was mich jetzt hier fasziniert. 6 Stunden, ging schnell vorbei. Pissen tut's natürlich. Abend ist jetzt. Und jetzt laufen wir erstmal 2 Kilometer zu dem Hostel und dann mache ich nicht mehr viel. Und nicht mit dem Zug fahren. Nachts um 9:30 durch das regnerische Wellington laufen. Mit dem kompletten Gepäck. Das muss man auch mal machen. To-Do-Liste abgehakt. Oh Mann, ey. Da pisst einfach in der Hauptstadt. Unglaublich. Angekommen im Hostel freue ich mich mal wieder wie ein kleines Kind. Wisst ihr, was ich an meinem neuen Hostel so cool finde? Das ist jetzt der lilane Bereich. Da habe ich jetzt gerade eine Karte bekommen, weil ich da meine Hafermilch noch hatte. Und eigentlich kommt man hier gar nicht rein. Sprich, ich bin nämlich jetzt hier im orangenen Bereich, wo ich mit meiner Karte reinkomme. Und das ist dann hier so ein ganz eigener Bereich. Und das erinnert mich so ein bisschen an Videospiele. Wenn du da so im ersten Level bist, dann möchtest du hier rein, geht noch nicht. Du musst zuerst hier rein und irgendjemand auf die Fresse hauen oder umbringen, dass man, im Worst Case, dass man in den neuen Bereich kommt. Schon witzig. Also jedes Hostel hat hier echt so seinen Charme. Oder ist komplett beschissen. So, Basis, ich muss jetzt euch mal einen kleinen Einblick geben von meiner Essenswelt. Ich esse jetzt hier gerade leckere Vollkornspaghetti mit so einer fertigen Tomatensauce und Käse. Ich habe jetzt hier auch inzwischen Rapsöl gekauft und habe eigentlich so immer 2 Gerichte. Das ist einmal Pasta mit Salat inzwischen, habe ich mir jetzt vorgenommen, und asiatisch. Also das ist eigentlich gut zum Überleben, es ist gesund, immer dasselbe zwar, aber auf Reisen, was will man machen? Aber man kommt gar nicht so viel billiger weg wie essen gehen, weil es halt doch viele Sachen sind. Aber ich zeige euch jetzt hier mal beim Bild, wie meine Tasche aussieht, die ich immer mitschleife. Also hier wirklich Essigöl, Gewürze, immer wieder Pasta und Reis und halt das Gemüse kaufe ich halt jeden Tag frisch. Und ja, so kann man gut überleben. So als Tipp. Hallo, hier spricht der rote Mann. Und was mir gerade eingefallen ist, so ein Tipp für euch. Wenn ihr in irgendeinem Land seid, wo man Leitungswasser trinken kann, aber es trotzdem eklig schmeckt wegen dem Chlor, habe ich jetzt einen Trick. Ich kaufe immer Wasser und mische das Ganze, dass man das Chlor, könnt ihr dann selber mixen, ne? Barkeeper, wenig bis gar nicht mehr schmeckt. Es ist halt teuer, wenn man die ganze Zeit Wasser kaufen muss, aber es ist halt irgendwie eklig, wenn man die ganze Zeit 2 Monate lang Chlor sauft. Also es ist ja wie wenn man aus dem Donaubad die ganze Zeit irgendwas sauft. Ist nicht so schön, deswegen mixt es selber. Das kann ich euch als Tipp geben. So, Buddies, wenn ihr euch nun fragt, ob ich in diesem Part nur über Essen und Trinken spreche, kann ich euch beruhigen. Tue ich nicht. Die Stadt Wellington bietet aber außer dem coolen Videogame-Hostel aber so gut wie nichts, weswegen ich für euch jetzt nur einen Overlooking Point habe und dann geht es auch schon weiter nach Picton. Buddies, da sagt noch jemand, dass die Deutsche Bahn schlimm ist, weil wir warten hier jetzt auch schon ewig und dieser Typ hat krass Geduld, genauso wie ich, vielleicht nicht sogar mehr, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir auch hier währenddessen jetzt Pizza bestellt, weil es eine Hölle ist hier. Die ganze Fähren am Arsch sind, ausfallen, aber wir kommen jetzt endlich ans Ziel. Endlich ans Ziel! Und jetzt geht's endlich zur Südinsel. Mit Glück. Also das ist die nobelste Fähre, die ich bisher in meinem Leben gesehen habe. Das ist ja echt crazy. Guckt es euch an. Ich bin ja immer noch überrascht hier von dieser Fähre. Die Fähre, die hat sogar ein Kino. What the hell? Also, das ist ja unglaublich. Hier die nächste Loge und die ist ausgebucht.
Aber irgendwie ist hier kein Mensch. Also ich weiß auch nicht. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ich sage euch was. Ich habe ein bisschen Blasen bekommen, weil ich, Idiot, natürlich die falschen Socken anhatte. So, da habe ich mal gegoogelt, was eigentlich Blasenpflaster heißt. Und jetzt haltet euch fest. Blasenpflaster sind Blister Blasters. Und es hört sich so an wie so, ich habe zu meiner Schwabenfreundin schon gesagt, es hört sich an wie so Power Ranger Blister Blaster. Und ich schreie hier rum am frühen Morgen und alle denken sich, halt doch die Fresse, du scheiß Deutscher, ey. Aber ich habe Blister Blasters und bin froh, dass ich Blister Blasters habe, weil ich habe morgen einen scheiß Great Walk vor mir mit 60 Kilometern und da ist scheiße mit Blasen rumzulaufen. Deswegen gibt's, ihr wisst schon. Schwarz, blau, pink, gelb, rot und gemeinsam machen wir den Blister! Yeah! Buddies, schönen guten Morgen aus dem schönen Österreich. Schaut euch die Berge an. Es ist nicht mehr weit nach Deutschland. Und das war jetzt ein Witz. Herzlich willkommen aus Picton. Wir sind jetzt unterwegs, die Ange und ich. Sie geht heute wieder, ich gehe morgen wieder. Und guck mal die Gegend hier an. Man kann ja nicht so viel machen, aber das kleine Dörfchen hat schon seinen Charme. Und deswegen checken wir mal die Lage. Gestern, als wir angekommen sind, hat es mal wieder gepisst ohne Ende. Es war kalt, ich dachte mir so, okay. Und heute ist es wieder warm. Ne? Also, ist schon witzig hier in New Zealand. So, zum Glück habe ich meine Wanderschuhe angezogen, weil hier ist es vom Regen richtig matschig und ich frage mich, warum ich vorher geduscht habe. Das hätte ich überspringen können, beziehungsweise heute Abend machen können. Hier geht's jetzt richtig steil nach oben. Können Sie noch? Ja. Meine Schlafzimmerblickfreundin ist noch am Leben. Hallo Leute, wir haben jetzt abends, ich bin frisch geduscht und ich habe hier gerade eine Schweizerin kennengelernt. Und die Schweizerin hat mir gerade, ja, nach Deutschland, guten Morgen, die Schweizerin hat mir gerade beigebracht, dass die Schweizer gar keine eigene Sprache haben. Die spricht nicht Deutsch. Sie kann Deutsch. Nein, das heißt, die sprechen entweder Deutsch, Italienisch oder Französisch. Das wusste ich, aber ich dachte, jeder Schweizer kann Schweizerdeutsch. Jeder, but no, it's not so. Ich bin echt baff, dass ich mit 30 Jahren erst lerne, dass die Schweizer keine eigene Sprache haben. What? No, it's okay. You teach it to me. So here French and here a Schwab. Ja, so, das lernt man hier am Abend am Tisch. There is no reality. So, ich bin jetzt in Nelson angekommen und wie ihr hier sehen könnt, regnet es mal wieder. Es regnet und regnet und regnet. Und ich habe sogar mein Elbe, das ist mein Kurs, meine Hütte storniert, weil ich falsch gebucht hatte. Ich habe nämlich nicht geguckt, wie viele Kilometer das sind. Und es wären jetzt die erste Route 35 Kilometer. Habe natürlich nicht geguckt. Und ja, jetzt sind wir unterwegs. Waren jetzt hier gerade beim Einkaufen und wollten eigentlich das Wetter genießen, aber es ist eine Katastrophe. Vielleicht wird es morgen besser. Ja, mal gucken. Ne? Wir machen das Beste draus. I'm hungry. Ja, ich auch. Wir gehen jetzt kochen und essen. Ja, so läuft es hier. Hütte abgesagt und Regen. Und einen Tag später, ein wunderschöner Tag. Es ist keine einzige Wolke hier. Und wir gehen jetzt an den Strand. She looks to the bus.
She do the job. I make the video. Okay. But we always find the bus. Wir haben den Bus bereits gefunden. So, und warten jetzt hier und gehen an den Strand. Endlich mal was Sinnvolles. Endlich mal an den Strand gehen. Und sie, wohin? Wohin? Ja, genau. Es ist soweit. Endlich, Anführungsstrichen, wieder ein Strand. Beziehungsweise einfach mal einen schönen Strandtag hier genießen. Ich freue mich schon sehr darauf, das zu tun. Und wie ihr mich inzwischen kennt, hatte ich hier am Strand die größte Freude wie ein kleines Kind, da die Möwen wieder am Start waren. Und ja, in meiner Infobox findet ihr tatsächlich ein extra Video über eine Möwendokumentation. Ja, kein Witz, aber absolut sehenswürdig. Buddies, ich bin gerade jetzt, ich habe das Hostel gewechselt und in diesem Hostel, ich sag's euch, das erinnert mich so an Berlin. Erstens mal, ich zeige euch warum. Erstens mal dieser Geruch, hier riecht's nach Weed. Und zwar jedes Mal riecht es hier nach Weed. So, und das ist das allererste Mal, dass ich bei einem sinnvollen Originalvideo, welches eigentlich ganz gut ist, ein Voice-Over machen muss, weil ich bei dem Originalvideo wirklich untertreibe. Das war bisher das asozialste, aber zugleich witzigste Hostel von meinen ganzen 3 Monaten. Ich habe mich gefühlt wie in Berlin. Es waren unheimlich komische Leute dort. Überall roch es nach Weed. Und auch innen sah es teilweise so aus. Wenn ich nur daran denke, bekomme ich einen Lachflash, wie man vielleicht hier auch ein bisschen hört. Also besucht unbedingt das Downtown Hostel in Taupo. Es ist absolut sehenswürdig. Celine und ich, wir lachen heute noch drüber, weil so ein Erlebnis, das hatten wir nicht nochmal. Let's go and welcome to the Truck and Weed Backpacker Hostel Taupo. Woo! Wir, New York Yankee Gang, sind jetzt on the way. Und ich zeige euch heute ein paar schöne Bilder und Videos. Sowas finde ich jetzt sensationell. Eine riesige Fläche mit Hügeln. Hammer. Und natürlich die richtigen Schuhe habe ich. Seht ihr? Einfach Matsch, dass ich fast auf die Fresse fliege. Aber absolut genial war dieses Trio hier mit den weißen Schuhen im Matsch und alle hatten dasselbe an, das komplett identische Strandoutfit. So, und das ist der etwas andere Wanderweg, weil wir hier nur durch den Fluss können. Und das ist das Aufregende hier. Und jetzt muss ich gucken, dass ich meine Hose ein bisschen hochkrempel. Weil sonst wird mein Pipi noch klein vor Kette. Nein, Quatsch, weil sonst wird meine Hose noch nass. Das wollen wir ja nicht. So, wir sind letztendlich angekommen am Strand. So sieht das Ganze aus. Mit diesem besonderen Möwe hier mit dem goldenen Schnabel und dem Strand. Und diese schwarzen Vögel, die liefen am Strand entlang, wie ein verheiratetes Pärchen. Wenn man sonst Möwen immer sieht, dann fällt sowas auf. Also, ich beschäftige mich mit Zeug. Ich war gerade hier und dachte mir, das sieht doch aus wie Son Goku. Und dann sehe ich Freezer und Boo. Da haben sie wirklich Dragon Ball und Among Us hier Graffiti gemalt. Das ist cool.